Wir befinden uns am Dreiländereck im Amazonas. Hier treffen sich die Grenzen Kolumbien, Brasilien und Peru. Nachdem wir in unserem letzten Video die etwas größeren Städte, Letizia in Kolumbien und Tabatinga in Brasilien erkundeten, haben wir bereits einen ersten Eindruck über das Leben am Dreiländereck bekommen. Heute fahren wir jedoch in die kleinen, abgelegeneren Dörfer, die sich direkt am Fluss Amazonas befinden. Guten Morgen aus Letizia! Wir gehen jetzt auf unseren ersten Trip hier im Amazonas und haben gerade schon alles geprobt mit unserem Guide. Und jetzt sind wir hier direkt am Amazonas. Hier ist ordentlich was los. Wow! Und da sind die ganzen Schiffe. Die andere Seite des Flusses ist schon Peru. Also wir sind noch in Kolumbien. Und wie man sieht, ist der Fluss zurzeit auch mega flach. Normalerweise, wenn viel Regen kommt und so weiter, dann ist der Fluss viel höher. Man sieht das hier auch, dass man sich hier gegen schützt, gegen Hochwasser. Das alles ist teilweise unter Wasser. Bis April. Und jetzt ist der Flach komplett tief flach. Deswegen kann man teilweise auch ein paar Sachen ja beim Trip nicht machen, aber okay, mal schauen, wie es wird. Ah, sí. No precisamos. Ey, da ist das hier eng drinne. Ich dachte, wir haben kein Dach, wir haben einfach so ein riesiges Dach. Aber vielleicht auch besser nachher, wenn der Regen anfängt. Auf geht's! Auf geht's zum Amazonas. Buena brisa, aire acondicionado. Das ist der Amazonas, der größte Fluss der Welt in Bezug auf Abflussmenge und Wasservolumen. Zugleich ist es der wichtigste Transportweg für die Menschen in dieser Region und gleichzeitig eine wichtige Wasserressource für den Anbau von Lebensmitteln. Zurzeit befinden wir uns am Ende der Trockenzeit. Der Fluss ist sehr niedrig und wir können mit unserem Boot nicht am Ufer anlegen. Deswegen müssen wir diesen mehrere hundert Meter langen Steg lang laufen. Ich hoffe, ich falle hier nicht rein. Laura, pass auf, dass du nicht reinfällst. Sieh. Und wir sind angekommen in Peru. Ohne Reisepass, ohne alles. Hier ist einfach alles möglich. Hier kann man zu den anderen Städten gehen. Er meinte, das ist wie ein großes Dorf und alle unterstützen sich gegenseitig. Vor allem jetzt bei den Ölpreisen gibt es große Unterschiede zwischen Brasilien, Peru und Kolumbien. Kolumbien hat das günstigste Öl, deswegen kommen die Peruaner und die Brasilianer, die hier in der Umgebung wohnen, im Dreiländereck, alle nach Kolumbien, um dort das Öl zu kaufen. Also es ist wirklich wie ein großes Dorf hier. So, wir haben es gleich geschafft, ohne dass wir reingefallen sind. Laura, wo bleibst du? Laura hat es auch geschafft. High five. Und hier vorne wird ein Boot repariert oder gebaut. Mal schauen. Wow. Interessante. Buenos días. Estamos remendando un bote. Orgánico, no tiene químicos y no produce flatulencias. Frijol de la playa. Maíz allá. Hier wird überall Gemüse angebaut. Mais, Bohnen, Arroz. Reis. Das hier ist Reis. Reisplantage. Sin químicos. Ich auch nicht. En mayo el río empezó a bajar el 10 de mayo. En junio se colocó semilla y en noviembre ya está listo para recoger. Ya estamos en diciembre, esto está un poquito demorado. Pero esto es de aquí de la región. Agricultura, pesca, comercio y turismo beneficia a la comunidad de Puerto Alegría, Perú. Esto es orgánico, no para vender, es para el consumo de la comunidad. Pero cada uno tiene su parcela y se la vende a los otros. El producto. Was für eine Arbeit, alles zum Haus, oder? Und hier sieht man richtig, wie anders die Häuser gebaut sind. Einfach, wenn der Fluss groß wird und wächst, dann hat man halt hier diese ganzen Fehler, dass man nicht direkt unter Wasser steht. Mega interessant. Galinhas!
Und hier gibt es jetzt ein kleines Frühstück für uns. Chicos, colabórenme, por favor, tenemos muchas cosas para hacer hoy. Wow. Hola, amigo. Dígame, prepárese. Guck mal, wie dreckig du bist. Hey, coleguinha. Ele tá mijando em mim. Alter, Mijando em mim. einfach hat Laura angepisst. Ey, Kollege, der steht mir gut, oder? Einmal für Laura. Pass auf, dass du dir nicht auf den Kopf scheißt. Alter, auf einmal wird man hier angesprungen. Alter Kollege, was machst du? Ich sauber hier, oder was? Werden beide gute Pflanzen vereint. Coca, Cannabis. Vamos pra casa? Ah, quero levar pra casa. Eles Jujus. Jetzt gibt es was Leckeres zu essen. Typisches Essen aus dem Amazonasbereich. Typische Säfte aus dem Amazonas. Was? Pirarucu. 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 Você gosta de pirarucu? Ich weiß nicht mal, was Pirarucu ist. Was ist das? Ein Fisch. Ah. Die größten Lotusblumen der Welt. Wie groß, Laura? Bist du 2 Meter? Bis 2 Meter. Wow. Lotusblume hab ich dich genannt. Die Lotusblume ist wie eine Theke hier. Guck mal. Fühlt sich an wie Leder. Stimmt. Essen, Papakorn, Spaghetti, Reis, Fisch. Also bem pouco seguro, né? Ja. Fisch. Wir gehen jetzt zu einem indigenen Dorf hier, direkt am Amazonas. 1000 Einwohner. Laura. Ein Kakaobaum. Da oben sind überall die Früchte. Da hat das festgenommen. Hä? Da hat das festgenommen. Daraus, das wird aufgeschnitten und dann mit dem Inneren macht man Kakao. Noch nie gesehen, so ein Kakaobaum. Oh, das ist grün, oder? Ja. Laura hat von den Kindern eine Kakaofrucht abgestaubt. Hat mir gegeben. Ja, sehr gut. Wie kann man das essen?
das auch. Hola. Weihnachten. Wir sind in Puerto Nariño, ein kleines Dorf mitten im Amazonas und sehr, sehr schön. Die vernünftige Wege und alles. Die Häuser sind schön. Das war unser erster Trip im Amazonas. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und morgen gehen wir zum nächsten Trip und erkunden weitere einzigartige Orte am Amazonas.